Hallo und willkommen, Freunde der analogen Unterhaltung, zu einer neuen Folge von Hunter und Kron. Heute mit Geister, Schatzsuchmeister. Ja, von Brian Yu bei Mattel Spiele erschienen. Extra für Deutschland entwickelt. Die wollen den deutschen Markt zurückerobern. Ist die Frage, ob wir uns zurückerobern lassen. Geister, Schatzsuchmeister ist ein kooperatives Spiel. Für 2 bis 4 mutige Schatzsuchmeister, die auch gleichzeitig sowas wie Geisterjäger sind, recht jugendlich aussehende Schatzsuchmeister, die hier jedenfalls versuchen, in ein verwunschenes Haus einzudringen, um 8 Schatzjuwelen einzusammeln. Die haben so einen Rucksack und da können sie so die Schatzjuwelen richtig so reinstecken und dann damit wieder die Villa verlassen. Und das muss mit allen Schatzjuwelen passieren. Das sind insgesamt 8 Stück. Es ist ein Laufspiel. Jetzt schalten einige von euch wahrscheinlich schon weg. Man bewegt sich tatsächlich mit so einem Würfel durchs Haus, wobei auf allen Zahlen außer der 6 ist noch so ein kleines Geistersymbol mit drauf. Und das bedeutet, man muss hier immer eine Karte vom Stapel ziehen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Karte mit dem Raum L gezogen. Dann kommt hier unten in den Salon ein neuer Geist. Und beim nächsten Mal würde dann vielleicht hier Raum I, Raum G. Und so füllt sich nach und nach, wie man schon sieht, die Villa mit immer mehr Geistern. Soweit noch gar nicht schlimm, weil so ein Geist, so furchterregend er auch aussehen mag, so schlimm ist er gar nicht. Man kann den nämlich ohne weiteres vertreiben. Wenn ich jetzt hier in dem Raum bin, dann darf ich hier so einen Würfel würfeln und wenn ich da ein Geistersymbol würfel, vertreibe ich einfach einen der Geister wieder zurück. Ja? Wenn ich zu zweit im Raum bin, dann darf ich 2 dieser Würfel gleichzeitig würfeln. Es macht also Sinn, sich im Team vorwärts zu bewegen, weil ich dann natürlich die Chance erhöhe, auch so ein Geistervertreibsymbol zu würfeln. Schlimm ist es, wenn sich 2 Geister in einem Raum befinden und noch ein dritter Geist dazukommt, weil dann verschmelzen diese 3 Geister zu einem Spuk. Und ein Spuk ist ein ernsthaftes Problem. Erstens haben wir nämlich das Spiel verloren, sobald sich 6 Spuke hier im ganzen Haus befinden. Und zweitens hält ein Spuk einen Abenteurer, der bereits einen Schatz, Edelstein eingesammelt hat, in dem Raum fest. Und noch schlimmer, er kann einen Spuk auch gar nicht alleine versuchen zu vertreiben. Es muss also ein zweiter Schatzsuchmeister in den Raum kommen. Und wenn ich dann es schaffe, hier so ein Spuksymbol zu würfeln, dann würde ich den Spuk erst wieder vertreiben. Man kann das Spiel in 2 Schwierigkeitsstufen spielen, wobei die von der Schwierigkeit sehr unterschiedlich sind. Die Einsteigerversion, die wahrscheinlich auch wirklich für Kinder, reine Kinderrunden gedacht ist deswegen sehr einfach, weil man kann diese Schatzsymbole einfach in beliebiger Reihenfolge einsammeln. Es gibt nur eine Sorte von Karten, nämlich eben diese Raumkarten, wo eben pro Runde nur maximal ein Geist erscheinen kann. In der fortgeschrittenen Version aber ist es so, dass diese Juwelen in der richtigen Reihenfolge eingesammelt werden. Und die liegen auch noch alle falsch rum. Das heißt, ich muss wie bei Sagerland sozusagen in die Räume rein, mir die Zahl angucken, muss mir das merken und wenn dann die richtige Zahl an der Reihe ist, gehe ich da hin und hole die Zahl. Und es gibt eben noch weitere Karten. Es gibt so Türkarten, die entweder zum Beispiel alle grünen Türen verschließen. Und das ist tatsächlich ein wirkliches Problem. Zum Beispiel, wenn man jemandem gerade helfen will, weil der festsitzt bei dem Spuk und dann ist die Tür zu, muss man einen riesen Umweg laufen. Das kann man sich einfach in dem Spiel eigentlich gar nicht leisten. Und es gibt noch so Karten, wo man zusätzlich Karten ziehen muss, was einfach dazu führt, dass in einem Zug 2, 3 Geister auf einmal erscheinen können. Geister, Schatzsuchmeister, finde ich, sieht erstmal der Spielplan, gefällt mir wirklich wahnsinnig gut, ganz toll gestaltet, erinnert so ein bisschen eine Mischung aus Cluedo und Luigi's Mansion. Auch das Spielprinzip finde ich schön, weil es ist ein kooperatives Spiel, um irgendwie auch das kooperative Spielen irgendwie kennenzulernen. Mir hat es gefallen, obwohl es wirklich schon, finde ich, für Kinder designt ist. Es sieht alles so nett und schön aus, aber der Schein trügt tatsächlich ein bisschen. Wenn irgendwann mal in jedem Zimmer 2 Geister stehen und man mit jedem weiteren Zug einen Spuk bekommt, dann ist es schon zu spät. Man muss wirklich gründlich putzen in diesem Haus, damit das einem hinten raus nicht überrollt. Weil die ersten 4 Edelsteine, die schafft man immer. Das Problem ist, hinten raus die letzten noch zu kriegen und dann rauszugehen. Am Anfang unterschätzt man es total. Es sieht total harmlos und nett aus. Man denkt, man spaziert kurz durch Haus, sammelt kurz die Diamanten ein und fertig. Zack! Überall spukt und man hat verloren. Also ich finde es ein echt interessantes, kooperatives Spiel für so eine Zusammensetzung Erwachsene und Kinder, weil es macht irgendwie beiden Spaß und es ist wirklich herausfordernd.
Die einfache Variante ist, glaube ich, auch für Kinder, reine Kinderrunden nicht schlecht. Einfach weil es ein kooperatives Spiel auch ist, was echt spannend ist. Das gibt es ja auch nicht so viel und Kinder mögen es ja nicht so gern zu verlieren. Aber zusammen es vielleicht zu scheitern und dann nochmal zu probieren. Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch Kinder echt motiviert, auch auf längere Sicht. Aber Mattel Games, da kommt hoffentlich noch mehr.